Ich habe jahrelang gedacht, ich ernähre mich gesund, Kalorien gezählt, alles perfekt gemacht. Ich habe Diäten durchgezogen, dachte ich. Bis ich verstanden habe, dass die Dinge, die ich für gesund hielt, mich tatsächlich zurückgehalten haben. Und der dritte Fehler war der mich am meisten, zurückgehalten hat. Falls du neu auf diesem Kanal bist, ich rede hier über Dinge, die unschön sind, die du nicht überall auf Social Media siehst, die real sind. Und natürlich über Gesundheit, Gewohnheiten, was wirklich funktioniert und nicht das, was gerade im Trend ist, im Hype ist oder einfach nur schön aussieht. Ich mache hier keine komplizierten Sachen, keine dicken Studien, keine Expertenzitate, sondern einfach das, was ich an mir selbst getestet habe, was bei Freunden, Bekannten, Leuten, denen ich geholfen habe, funktioniert hat. Und ja, mehr auch nicht. Nur das Essentielle hier, was ich für richtig empfinde. Falls du gerade mittendrin bist in deiner Gesundheitsphase, beziehungsweise in deiner gesunden Phase, dann bleib dran, denn einer dieser Fehler betrifft dich höchstwahrscheinlich auf jeden Fall. Der erste Fehler ist, dass viele Menschen auf Kalorien achten. Sie tracken Kalorien und denken hier, das ist das Einzige, was wichtig ist, aber das stimmt so nicht. Denn Fehler Nummer eins ist, dass alle immer nur auf eine Zahl schauen. 4000 Kalorien, 3000 Kalorien, wie auch immer. Aber Kalorien gehen rein, Kalorien gehen raus. Klingt ja logisch, ja. Aber das Problem ist quasi, dass Menschen alles essen und dass das Kalorien zählen. Aber alles ist nicht gleich alles, denn hier steht die Qualität mehr im Fokus oder sollte sie zumindest mehr im Fokus stehen als die Quantität. Denn 1000 Kalorien Zucker sind nicht die gleiche Qualität wie 1000 Kalorien Gemüse, wie auch immer. Menschen haben nicht abgenommen, obwohl sie ihr Kaloriendefizit gehalten haben, also weniger Kalorien zu sich genommen haben, als nötig ist für den Körper. Aber, wie schon gesagt, 250 Kalorien aus Hähnchenbrust hat eine andere Qualität als 250 Kalorien aus einem Donut zum Beispiel. Du hast zum Beispiel die Kaloriendefizit-Diät gestartet sozusagen und du warst ständig hungrig, du warst ständig im Energietief, also jeden Tag hattest du ein Energietief, am Nachmittag zum Beispiel. Und dein Körper hat sich, obwohl du die gleiche Kalorienanzahl hattest wie davor, also du hast jetzt reduziert, aber du hast dich trotzdem schlechter gefühlt, obwohl du dich eigentlich besser fühlen solltest, ja. Das bedeutet, Kalorien sind nicht gleich Kalorien. Wenn es um Sättigung geht, um Blutzucker und um Nährstoffe. Was kannst du aus dem ersten Fehler hier lernen? Das ist das, was ich heute mache, was das hier komplett geändert hat. Ich achte zuerst auf Proteine und auf Ballaststoffe. Die machen am längsten satt. Erst danach schaue ich auf die Gesamtmenge. Das war der erste gute Wendepunkt in meiner Journey. Aber kommen wir auch schon zu Fehler Nummer 2. Fehler Nummer 2, und das ist vermutlich der, den die meisten von euch kennen. Ich bin von Diät zu Diät gesprungen und Low Carb, Intervallfasten, dann wieder etwas komplett anderes. Jedes Mal mit voller Motivation gestartet, weil ich dachte, diese Diät ist es jetzt. Diese Diät macht mich jetzt, was auch immer dein Ziel gerade ist, da komme ich jetzt hin durch diese Diät und so weiter und so fort. Aber was ist an dieser Stelle hier schief gelaufen, das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Es war jedes Mal das gleiche Muster. Die ersten 2 Wochen super. Dann ein stressiger Tag, eine Familienfeier, was auch immer, einfach ein schlechter Tag, wo man einfach keine Laune hatte und alles ist auseinandergefallen. Die ganze Routine war weg. Sie war komplett weg. Nicht, weil ich keine Disziplin hatte, sondern weil das System selbst nicht für ein echtes Leben gebaut war. Das war viel zu unecht für ein echtes Leben. Es war mehr einfach nur eine Diät, die man vielleicht 2, 3 Wochen durchziehen sollte und fertig. Es war nichts Langfristiges, nichts, was wirklich Substanz hatte. Aber was lernen wir daraus? Was ist die Lektion aus diesem Fehler, den wir gemacht haben? Und zwar, Diäten sind oft auf perfekte Bedingungen ausgelegt. Das bedeutet, es ist das perfekte Szenario, aber unser Leben ist nicht perfekt. Keins der Leben, die ihr kennt, die ihr sehen werdet, ist perfekt. Hier und da passiert mal was, da kann was passieren. Es ist normal.
Und es muss auch nicht perfekt sein. Seit ich aufgehört habe, nach der perfekten Diät so zu suchen und stattdessen 2, 3 Routinen aufgebaut habe, beziehungsweise in mein Leben implementiert habe, die auch an einem schlechten Tag funktionieren, hat sich einiges dramatisch verändert und es fällt nicht mehr alles so auseinander wie bei der perfekten Diät, die natürlich nicht für jeden gemacht ist und die auch viele enttäuscht, weil viele denken, ich ziehe jetzt durch und es ist einfach nur das Durchziehen, aber nein, belügt euch nicht selber, seid nicht enttäuscht, denn es ist zum Scheitern verurteilt. Als Beispiel nehme ich hier eine Familienfeier oder einen anstrengenden Tag, wo du so überarbeitet warst oder wo du so viel bombardiert wurdest mit Informationen oder was auch immer, dass deine Routine auseinandergefallen ist und du einfach nur Entspannung wolltest und einfach deine Routine gebrochen hast. Was auch normal ist, beziehungsweise es kann ja auch mal passieren. Das ist ja nichts Schlimmes. Nach den ersten beiden Fehlern kommt jetzt der Hauptmerkmal, beziehungsweise der Fehler 3, über den ich vorher schon gesprochen habe. Und zwar Gesundheit nur über das Aussehen zu definieren. Bedeutet, wir kommen jetzt zum Fehler, der mir am meisten wehgetan hat. Und zwar, ich habe gesund gegessen, jahrelang mit einem Ziel verbunden. Also ich hab gesund Essen mit einem Ziel verbunden und das jahrelang. Wie sehe ich aus? Was denken die anderen über mich? Und wie fühle ich mich? Hat dabei komplett gefehlt. Also, wie ist meine Energie? Nur der Spiegel hat gezählt. Und was ist wirklich dabei schiefgelaufen? Das Problem war daran, wenn dein einziger Maßstab dein Aussehen ist, dann fühlst du dich nie wirklich am Ziel, weil du immer weiter arbeiten musst, um das zu halten und um das immer zu verbessern. Es gibt immer noch 1 Kilo, es gibt immer noch eine Falte, was auch immer das bei dir jetzt der Fall ist. Ich habe mich an Tagen erfolgreich gefühlt, an denen ich eigentlich erschöpft war und ausgelaugt. Nur weil ich dünner aussah, und das ist ja nicht das Ziel, nur das Aussehen zu optimieren, sondern es ist das Ziel, die Gesundheit wirklich zum Florieren zu bringen und zu verbessern. Was ist die Kernbotschaft des Videos, beziehungsweise die Lektion des ganzen Videos hier? Der Wendepunkt war, als ich angefangen habe zu fragen, wie schlafe ich eigentlich? Wie ist meine Verdauung? Habe ich Energie für die Dinge, die mir wirklich wichtig sind? Das Aussehen hat sich danach fast nebenbei verändert, aber es war nie mehr das Ziel, das Aussehen zu verbessern, sondern es kam automatisch mit diesen Veränderungen. Also kurz zusammengefasst. Erstens, Qualität vor reiner Kalorienanzahl. Zweitens, nachhaltige Routinen statt perfekter Diäten. Und drittens, der wichtigste, Gesundheit über das Gefühl definieren, nicht über den Spiegel. Wenn du gerade einer dieser Fehler entgegenblickst und es selbst erkannt hast, dann schreib mir in die Kommentare, welcher. Ich lese wirklich alles. Und wenn du mehr ehrliche Inhalte zur Gesundheit haben willst, ohne Bullshit, nur die straighten Facts, dann abonniere meinen Kanal. Seid gespannt auf die nächste Folge, die nächste Woche kommt. Bis dahin.